Willkommen zurück zur extra langen Episode 4 in Kambodscha. Da ihr ohnehin dank Corona gerade nichts Besseres zu tun habt, als zu Hause zu sitzen, gibt's die ganze Action für euch in vollem Umfang. Nach einem entspannten Tag in Siem Reap erwartet uns wieder ein ordentliches Abenteuer. Unser Gepäck haben wir im Hotel zurückgelassen. Die rund 10 PS unserer Hondas können ihr Potenzial voll entfalten und so düsen wir in aller Früh etwa 70 Kilometer bis zu den Kulen Mountains, einer Bergkette im Phnom Kulen Nationalpark. Wir lassen den hektischen Morgenverkehr Siem Reaps hinter uns. Es wird ländlicher, die gerade Straße weicht ersten Kurven, in der Ferne kann man die Berge erkennen. Ein kurzer Stopp am Eingang des Nationalparks. $20 kostet der Eintritt und schon knattern wir mit unseren Gefährten die holprigen Straßen bergauf. Genau das, wonach wir gesucht haben. Wir lassen die Touristenbusse hinter uns und quälen unsere Mopeds weiter den Berg hinauf. Gibt es nur noch Schotterwege, aber genau die machen am meisten Spaß. Wir haben schon 2 Leute am Weg rauf verloren. Wir werden jetzt mal warten und schauen, wo die bleiben. Aber wahrscheinlich ist es nur ein nicht so starkes Motorbike. Aber die Straßen hier sind echt super. Da ist er ja. Sandigen Pisten, mit unzähligen Schlaglöchern versehen, rütteln unsere Hondas ordentlich durch. An diesem Punkt denken wir noch, dass das schon alles an Herausforderungen gewesen ist. Wir erreichen eine Bergstation und parken unsere Mopeds. Wer heute satt wird hier. Ich bin wirklich am Überlegen. So eine Penisschleuder hätte ich schon gern. Es ist heiß und schwül. Die Wasserfälle bieten sich an, die Motorradkluft abzulegen und sich ins kühle Nass zu stürzen. Das ist der Gipfel vom Kulen Mountain.
es ausschaut, gibt es hier einen Wasserfall, der wahnsinnig interessant ist. Aber die Fahrt drauf war echt toll, oder? Es wundert mich zwar, dass die Bikes echt durchgehalten haben. Das waren schon ein paar wirklich vorgeschlagene. Ja? Aber drauf sind wir zumindest kommen. Runter werden wir mal schauen. Die anderen von der Gruppe, die hauen sich da jetzt mal rein, aber dadurch, dass ich noch immer so verkühlt bin, möchte ich es nicht riskieren. Ja, dieser Schnupfen unter Motorradhelm und mit dem ganzen Staub die ganze Zeit, es ist schon echt lästig. Und ich glaube, ich habe einen neuen Freund gefunden. Hallo! Der schwirrt die ganze Zeit rund um mich rum. Ich habe keine Ahnung, was er will. Ich verstehe ihn nicht. Er versteht mich nicht, aber das ist in Ordnung. Er ist nett. Nach einer kurzen Stärkung schwingen wir uns wieder in den Sattel. Irgendwo hier soll es noch alte Tempel und Höhlen geben, aber unser eigentliches Ziel ist der Weg. Wie sehr er das ist, werden wir später noch feststellen. Aber so viel schon mal vorweg. Tempel und Höhlen haben wir an diesem Tag keine mehr gefunden. Ohne genaues Ziel fahren wir los. Irgendein Abenteuer wird uns da draußen schon erwarten. Auf staubigen, holprigen Wegen fahren wir quer durch den Dschungel. Unterwegs kommen wir an einigen kleinen Dörfern vorbei. Man wundert sich, dass es so weit draußen noch so etwas wie Zivilisation zu geben scheint. We'll do this bit even though normally. Die Einheimischen staunen nicht schlecht über die 7 Verrückten auf ihren Mopeds. Viele Touris gibt es hier wohl nicht. Die Dörfer wirken einfach, aber idyllisch. Ich frage mich, wie es wohl ist, hier sein Leben zu verbringen. Auf dem Weg durch die Wälder. Dennoch scheint eine 4-köpfige Familie auf einem Moped noch immer schneller zu sein als wir. Auf keiner Karte mehr eingezeichnet. Mehr und mehr herrscht eine gewisse Unklarheit über die Richtung, in die wir fahren sollen. Uns ist das egal. Wir wollen einfach weiter,
fühlen uns wie Entdecker. Which road? Need my phone found doesn't exist anymore. I'll just carry on the biggest one, I reckon. We're still on the route-ish. Unsere kleinen Hondas werden ordentlich durchgeschüttelt. Nach und nach lockern sich Schrauben, Teile fallen ab. Die Tanknadel nähert sich unaufhaltsam der Reserve. Festes Vulkangestein folgt auf tiefe Sandstrecken. Wir weichen Ästen und Wurzeln aus. Meine Reifen haben kaum noch Profil, aber die Honda fährt und fährt, als wäre sie dafür gemacht. In meinem Reisetagebuch gibt es an diesem Tag nur einen kurzen Eintrag. Habe kaum noch Energie heute zu schreiben. Endlich Kurven. Schotterpisten, Sand- und Schlaglöcher vom Feinsten. Es wird immer wilder und anstrengender. Die Sonne brennt vom Himmel. Alle Muskeln schmerzen. Unser Wasservorrat ist aufgebraucht. Aber schaut euch selbst an, wie wir immer weiter und tiefer in dieses Abenteuer fahren. Irgendwann treffen wir wieder auf Menschen, sind plötzlich nicht mehr im Dschungeldickicht. Ich wundere mich ein wenig über dieses abgelegene Dorf. Don't move, don't move. It's nothing bad. When you're moving, it goes perfectly upright and it's really big. That's no more fun than an ass rip.
einige Plantagen. Die Wege werden nicht einfacher und fordern erste Opfer. Oh no! Are you alright? Gelegentlich gibt es anstatt der sandigen Wege betonierte Straßen. Eigentlich machen die keinen Sinn. Mitten im Nirgendwo tauchen sie auf und enden nach 100 Metern. Wir folgen den Wegen durch die Plantagen. Was hier angebaut wird, wissen wir nicht. Die Pflanzen und Früchte sind uns fremd. Oh shit! Der Pfad führt uns in ein größeres Dorf. Wir machen kurz Rast, tanken, niemand von uns kommt auf die Idee, Wasser zu besorgen. So tankt man in Kambodscha, mitten im Nirgendwo. Akun. Just say we need to turn right at some point. We're not on any form of mapping. But that should work. Wir wissen schon lange nicht mehr, wo wir sind. Fahren nur noch in eine grobe Richtung. Wir folgen den schmalen Pfaden durch Felder und Plantagen. Man kann kaum die Löcher und Felsen erkennen, die sich unter dem Gras verbergen. Bis es dann passiert. Also ich habe mir gerade die Fußraste ruiniert. Sollte man reparieren können. We need to walk right. Ruined my footrest. Like if you lived here and wanted to go to the cave, you just follow a straight line. Do a little bit more. If it doesn't turn right, turn around and go back. Sorry? Going up that hill. Up the hill will be far. Yeah? Yeah, they can just carry on.
So how do you feel about landmines? They've been farming all this. Yeah. There was a recently blown up farmer laying next to me. I'd probably be a bit more concerned. Weit kommen wir nicht. Die Mopeds fallen mehr und mehr auseinander. Yeah, landmines. Mitten im Nirgendwo. Yay! Next time you slow you down anyway. What about the linkage? Oh, is that splitting needs to come out? Yeah. I'll remove that. Keep that camera. Wir fahren weiter. Die Wege werden breiter, die Wege werden schmäler. Eine richtige Straße finden wir nicht. Wir wissen zwar, in welche Richtung sie sein muss, aber wir schaffen es nicht, dorthin zu kommen. Oft versperren uns Felsen oder undurchdringlicher Wald den Weg. Unser letztes Wasser haben wir längst getrunken. Erschöpfung und Müdigkeit schleichen sich langsam ein. Die rauen Wege verlangen uns einiges ab. Felder und einige Wasserbüffel deuten darauf hin, dass die Zivilisation in greifbarer Nähe sein muss. Wir fahren weiter. Was bleibt uns auch anderes übrig? I came sideways. Wir finden so etwas wie einen Wegweiser. Welche Richtung wir nehmen sollen, verrät er uns aber nicht. Ever drove in that direction. Where we're going is none of those. Wenigstens treffen wir wieder auf Menschen.
Wir bleiben zuversichtlich. So sehr das alles auch anstrengend ist, es macht Riesenspaß. Die Hondas fahren noch immer, die kleinen Blessuren stören kaum. Und hier ist er dann, der Moment. Laut Karte muss die Straße etwa 100 Meter entfernt sein. Aber unser Weg endet hier. Wir kommen nicht weiter. Wir beschließen umzudrehen. Ich muss wieder daran denken, dass man in Kambodscha nicht abseits der Wege fahren soll. Es gibt hier noch immer viele Landminen. Und Wege befahren wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Don't go off the tracks in Cambodia. Ja. Erschöpft und dehydriert suchen wir uns einen Weg zurück. Die Sonne steht tief. Wir folgen einem Einheimischen und landen in einem kleinen Dorf. Bald treffen wir auf eine größere Straße. Zeit, ein wenig zu feiern. Die Straße ist eine einzige schwammige Sandpiste. Wir fahren dem Sonnenuntergang entgegen.
Eindrücke, die ich über den Tag gesammelt habe, beschäftigen mich noch lange. Jetzt bloß nicht auf den letzten Kilometern stürzen. Nach einiger Zeit erreichen wir die Nationalparkstation. Keine Pfund. Keine Pfund. Ja. Von jetzt an geht es auf einer Straße zurück ins Hotel. Wir bleiben kurz stehen, lassen die Landschaft noch einmal auf uns wirken. In der nächsten Episode. Wir laden unsere Hondas wieder auf ein Boot, werden von Millionen Fledermäusen angekackt und ich probiere kambodschanische Energy Drinks